Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, sind wir 3 Wochen in Singapur. Und das ganz für umsonst. Nein, natürlich nicht, aber wir können hier kostenlos 3 Wochen übernachten. Und wie wir das geschafft haben, das seht ihr in unserem vorherigen Video, das wir euch auch nochmal hier verlinken. Genau, wir werden jetzt einfach euch immer bei unseren Ausflügen während der 3 Wochen mitnehmen und euch so viel wie möglich von Singapur zeigen. Genau, jetzt sind wir gerade bei Garden by the Bay, das vermutlich beliebteste Ausflugsziel, wenn ihr Singapur googelt. Und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen! Wir haben Gardens by the Bay verlassen und sind jetzt nochmal in der Mall, die auf dem Weg zurück nach Hause ist. Hier verbringen wir noch ein bisschen Zeit und dann, glaube ich, werden wir erstmal nach Hause fahren, um uns dann was zu kochen. Und dann werden wir abends nochmal losziehen. Genau. Achso, und falls ihr euch wundert, warum es hier noch so ausschaut, wir haben erst den 22. Dezember. Also ja, wir haben so viel Videomaterial, weshalb wir so ein bisschen hinterher sind und ihr das Video dann halt erst im Januar oder Februar seht, ich weiß gar nicht. Deswegen, bei uns ist es noch die vorweihnachtliche Zeit, ne? Wir haben noch 2023. Hey Mäuse, erstmal fröhliche Weihnachten. Wir haben nämlich heute Heiligabend und zur Feier des Tages gehen wir richtig schick essen in einem schönen Restaurant. Und zwar bezahlen wir das quasi mit der Amex, denn es gibt bei der Amex, also der American Express Card, gibt es einen 150 € Restaurantgutschein pro Jahr. Diesen nutzen wir heute und lassen es uns richtig gut gehen. Falls ihr auch daran interessiert seid, der Link für die Amex, den findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und ja, wir gehen jetzt essen und lassen uns richtig gut gehen heute an Weihnachten. So, einmal unser Vorspeisentisch. Hier ist unsere ganze Menükarte, was uns heute alles erwartet. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Suppe, dann verschiedene Schinkenarten. Kürbissuppe. Ach, Kürbissuppe. Ja, Käse, irgendwas mit Aioli. Und Hummer. So, die Hauptspeise ist da. Also wir haben hier Tiger Garnelen, ja. Lamm, Chicken, Rind. Welcher Fisch. Fisch ist das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir hier Chimichurri, Senf, Trüffel. Trüffelnuss, Kartoffelpüree, verschiedenes Gemüse und Ja. das wird jetzt ein Gaumenschmaus, Freunde. Ganz wild. Guten Appetit. Guten Appetit, ne? Merry Chrysler. Leute, dieses Essen ist einfach richtig vorzüglich. Hat sie sich jetzt noch zusammengerissen bei der Aussprache? Hat sie sich dem Laden angepasst, Genau. ne? Wir sind ja hier etwas gehobener unterwegs. Es schmeckt so gut, Leute. Das ist einfach richtig krank. Allein schon dieses Trüffelkartoffelpüree. Hallo? Geht's noch? Geht's noch? Womit haben wir das verdient? Waren wir artig zu Center? Ja? Safe. Das ist so geil, Leute. Guckt es euch an. Das Problem ist nur, wir können nicht mehr. Wir zwingen uns das gerade schon rein. Die Vorspeise war schon so umfangreich. Ja. Naja, wir probieren es weiter.
Dessert. Wir haben einmal Churros con Chocolate d'Arquetola. Zu einer schwarzen Schokolade kommen Churros. Dann haben wir Crema panna cotta. Panettone Pudding. Pudding Panettone. Dann haben wir Crema Catalana mit einem Muffin und einer Strawberry. Die Crema Catalana kommt hier drüber und dann hast du eine bellissima Dessert. Geil. Das ist einfach so krass, Leute, weil selbst wenn wir das zahlen müssten, würde das 60 Euro pro Person kosten. Mit einer Proseccolino und Wasser die ganze Zeit. Also selbst dann ist es noch in Ordnung für ein Weihnachtsessen. Aber wir bezahlen heute nichts, ne? Geil. Ja, wir sind jetzt pappsatt und gehen jetzt schon wieder nach Hause. Es war wirklich ein gelungener Abend. Es war so lecker. Oh mein Gott. Und man muss sich auch mal vorstellen, wir hatten jetzt 150 Euro gezahlt für uns beide. Müssen jetzt aber im Endeffekt nichts zahlen, weil das ja mit der Kreditkarte, dann mit dem Gutschein verrechnet wird, was richtig nice ist. Aber selbst 150 Euro für uns beide. Ja, nichts für das, was wir bekommen haben. Es war wirklich sehr lecker, von Vorspeise bis Nachtisch. Alles super und der Service war auch 1A. Ja, das Wir sind sehr Ambiente. zufrieden. Wir sind hier im 17. Stock, haben eine richtig geile Aussicht auf das Skyline. Und natürlich haben wir nicht alles aufgegessen. Wir haben jetzt auch Essen für morgen, ne? Auch praktisch für umsonst quasi. Wir dachten erst so, das lassen die sich hier, das kann man hier bestimmt nicht einpacken lassen, weil es ja so ein fancy Restaurant ist, ne? Aber er kam mit der Idee, soll ich euch das einpacken? Wir so, ja bitte. Ich glaube, ich war noch nie so teuer essen. Ich auch nicht. Das war richtig geil. Auf jeden Fall Sol and Luna können wir euch empfehlen. Good morning, friends. Weihnachten ist vorbei, das Essen war geil, aber ja, jetzt geht's wieder weiter mit der Sightseeing-Tour durch Singapur. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer MRT-Station und fahren dann heute mal Little India und Chinatown ab. Das beides schauen wir uns an, das ist eigentlich recht nah beieinander und dann nehmen wir euch mit. Bis gleich! And welcome in Little India. Direkt hier mal so richtig traditionelle Ketten. Und es hat auch schon nach Indien gerochen. Hier sind auch ganz viele Inder, also... Das fühlt sich alles sehr familiär an, ne? Ja, wir fühlen uns wieder heimisch. Mensch. So, dann schauen wir mal, was wir hier so entdecken, was wir hier so Cooles finden. Läuft natürlich direkt Bollywood, Leute. Der Laden gefällt mir. Das ist es auch für mich. Bei sowas bleibe ich ja immer stehen. Gibt es natürlich auch indisches Essen, wie in alten Zeiten, ne? Rice und Butter Chicken. So, nachdem Selena schon 2 Handtücher auf der Reise verloren hat, kaufen wir uns jetzt mal neue.
Und zwar bei Decathlon und das gibt es ja zum Glück fast überall auf der Welt. Und jetzt stehen wir hier vor den Handtüchern und schauen uns das Ganze mal an. So, Freunde, und für unser nächstes Ziel gibt es dann auch mal Schwimmschuhe, ne? Lange haben wir es hingehalten, aber jetzt brauchen wir das für unser nächstes Ziel. Ja. Denn es geht wieder ins Paradies. Wo es genau hingeht, seht ihr dann im nächsten Video. So, nach einem erfolgreichen Einkauf bei Decathlon geht es jetzt endlich weiter. Wir verlassen jetzt Little India und fahren jetzt weiter zu Chinatown. So, Freunde, wir sind jetzt in Chinatown Ni hao. angekommen. Und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Lach mal. Gehen wir hier fröhlich vorbei. Ja. So, nach unserer kleinen Weltreise, die wir heute gemacht haben, geht es jetzt wieder zurück in unser Apartment. Und somit schließen wir auch den Tag heute ab. Es war echt ja, eine süße kleine Reise nach China und nach Indien. Hat Spaß gemacht und ich finde auch, habe ich eben noch zu jenigen gesagt, dass dieses Chinatown bis jetzt mein Favorite ist im Vergleich zu Malaysia und Bangkok. Weil ich das hier irgendwie so süßer, kleiner und zusammen irgendwie mehr finde, weil zum Beispiel in Bangkok war das so weitläufig und in Malaysia fand ich das eher so wie auf einem Bazar, irgendwie nur Ware, so, die du kaufen kannst mit gewissen Markennamen, aber ja, mehr nicht. Deswegen fand ich das hier schon sehr authentisch und schön und vor allem der Tempel, den wir jetzt gerade besichtigt haben, war richtig, richtig cool. Das war unser erster chinesischer Tempel und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Wir sehen uns dann am nächsten Tag. Morgen. Morgen? Morgen. Guten Abend, Freunde. Wir sind jetzt nochmal zu Gardens by the Bay gefahren, denn hier gibt es am Abend, wenn es dunkel wird, immer eine Lichtershow und die schauen wir uns jetzt an. Hey Friends, wir haben heute den 31.12., also New Year's Eve. Und wir sind jetzt erstmal ein bisschen einkaufen dafür, bereiten uns quasi vor. Es ist 19:47 Uhr, der Supermarkt ist voll. Genau, wir sind übrigens in einem japanischen Supermarkt und das ist alles so crazy hier. Also hier gibt es Sachen
Die hast du noch nicht gesehen. Und ja, wir holen uns jetzt ein paar Drinks. Ein paar Drinks, ein paar Snacks und dann geht's ab. Dann geht die Luzi ab. Ach so, wisst ihr übrigens, warum man sagt Luzi? Nein. Weil Luzi von Luzifer kommt und Luzifer ist ein Teufel. Bam. Wenn ihr mehr unnötiges Wissen haben wollt. So, Friends, wir stehen jetzt vom Kühlregal. Es gibt ein paar Getränke heute Abend für uns, ne? Weil heute hauen wir mal auf die Kacke. Heute trauen wir uns mal. Was? Mal. Wir wissen zwar nicht, was das hier alles bedeutet, aber einfach mal probieren. So. Ach so, ja, ihr seid ja noch dran, Mensch. Ja, wir haben jetzt ein paar Getränke und jetzt lass uns mal zu Kass und dann Cheers. Wir haben es noch nicht mal 0 Uhr, aber hier geht schon das Feuerwerk ab. Also jetzt gerade nicht, aber eben war es die ganze Zeit. Ich schwöre, es war eben kurz. Auf Video. Da, jetzt. Eine Sternschnuppe. Naja, Wir gehen noch zum richtigen Spot. Folgt mir. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Das ist es für mich. Hinterm Gebäude stehen. Oh Gott! Hier läuft man auch über Kinderwagen drüber. Ja Leute, frohes neues Jahr, frohes neues 2024. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hatten ein geiles Jahr, auch wenn wir jetzt kein geiles Feuerwerk zu sehen bekommen. Egal, jeder Tag ist sowieso geil bei uns, deswegen ist es eigentlich egal. Eigentlich ist echt egal. Wir hatten bis jetzt, also 2023 war wirklich eines der besten Jahre in meinem Leben und ich hoffe, das nächste Jahr, also dieses, wird genauso abgehen und noch besser werden. Also ich möchte noch einen drauflegen. Genau, immer noch eine Schippe drauf. Naja, wir schauen mal, ob wir noch mal irgendwie ein Feuerwerk zu sehen bekommen. Ansonsten, gute Nacht. Gute Nacht. So, wir haben uns hier jetzt einfach nur hingesetzt und schon sind wir bei der indischen Party eingeladen Los. worden. Ich habe gefragt, ob die irgendwelche Shah Rukh Khan Lieder kennen. Ja, und jetzt geht's los. Und so ist der Ausblick. Ohne Feuerwerk, aber trotzdem natürlich schön. Oh my God! Oh my God! Yes! Yes! So, Jägel ist jetzt offiziell verlobt. Alle haben es mitbekommen. Komm, hör mal. Hey Freunde, ja, heute ist auch schon unser letzter Tag hier in Singapur angebrochen und wir haben uns nochmal dazu entschieden,
zu der Sentosa Island zu fahren. Das ist eine Insel hier in Singapur. Auf die kommt ihr mit der Bahn oder mit der Gondel auch zum Beispiel. Und hier gibt es richtig schöne Strände und zum Beispiel auch das Universal Studio. Ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wir hatten wunderschöne 2,5 Wochen hier in Singapur, konnten hier kostenlos wohnen. Wenn euch das interessiert, wie wir das gemacht haben, dann schaut unbedingt bei unserem letzten Video vorbei. Da haben wir alles einmal ausführlich erläutert. Wir konnten die Stadt so in unserem eigenen Tempo erkunden, hatten keinen Stress, dass wir jetzt überall hin müssen. Wir waren eigentlich bei den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, was wir uns rausgesucht haben, zum Beispiel wie Gardens by the Bay und jetzt auf Sentosa Island. Es war alles richtig cool und interessant mal zu sehen. Also Singapur erinnert uns schon sehr an Dubai mit der Skyline und so, ne? Aber ja, es ist einfach super teuer hier, muss man echt sagen. Also wir haben hier, was war das krasseste? Weintrauben für 6 € und Kiwis für 5 €. Ja, es ist schon echt teuer. Es ist auch die teuerste Stadt der Welt momentan. Käse für 6 €, ganz normalen Scheibenkäse. Es ist richtig krass. Aber ja, wir konnten dadurch trotzdem durch die Unterkunft eine Menge an Geld sparen. Darauf will ich jetzt auch gar nicht mehr eingehen, sondern einfach über Singapur reden. Es ist schön, es macht Spaß, aber ja, wir sind ein bisschen anders jetzt unterwegs gewesen. Ja, wir waren jetzt leider auch in der Regenzeit hier. Heißt, wir waren auch ehrlich gesagt ziemlich viel drin, weil es einfach die ganze Zeit geregnet hat in Strömen. Man konnte halt nie so die Tage planen, weshalb wir zum Beispiel auf Sentosa Island auch nicht Universal Studios zum Beispiel von innen besucht haben, weil wir wollten nicht irgendwie einen regnerischen Tag dort verbringen, weil der Eintritt kostet halt $80. $80, ja. Ja, und das dann irgendwie dort auszugeben und dann irgendwie hat man Platzregen und es hat tatsächlich auch eben wieder geregnet hier auf der Insel. Und das ist dann auch ein bisschen zu schade, dann so viel Geld zu investieren. Aber man kann ja auch nochmal hierher kommen, wenn es ein bisschen besseres Wetter ist. Ne? Ja, trotzdem haben wir die 3 Wochen eigentlich, würde ich sagen, gut genutzt, haben uns viel ausgeruht auch durch den ganzen Stress vom vorherigen Reisen, immer alle 2 Tage woanders und so. Ja. War das mal ganz schön, auch mal jetzt 3 Wochen auf einem Fleck zu sein. Ja. Man hat sich wieder ein bisschen heimischer gefühlt, so, also auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ganz, ganz viel Energie und haben richtig Bock, denn ich kann euch schon mal sagen, es geht für uns auf die Philippinen und das wird nochmal, glaube ich, richtig Paradise. Ja. Wir sind richtig gespannt morgen in unser Flieger. Wir freuen uns wahnsinnig und auch da bekommen wir wieder Besuch. Von wem das ist, das seht ihr dann im nächsten Video. Also schaltet wieder ein und vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu geben.